Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich wieder. Hallo ihr Süßen. Heute habe ich ein Q&A-Video für euch. Ich hatte bei Instagram und hier bei YouTube euch gefragt, was sind die Fragen an mich, und ich habe auch ein paar Fragen halt bekommen. Generell habe ich auch oft Fragen hier in den Kommentaren bekommen, die habe ich mir dann halt auch aufgeschrieben. Und genau, und deswegen dachte ich, drehe ich heute mal so ein kleines Q&A, ganz spannend. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Falls ihr noch hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da, abonniert die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Eine der Fragen, die ich bekommen habe, wie geht es dir und wie schaffst du es immer so positiv zu sein? Also, mir geht es sehr gut, würde ich sagen. Klar habe ich auch mal kleine Downs etc. Aber generell muss ich ehrlich sagen, dass es mir sehr gut geht und ich immer versuche, eine dankbare Einstellung zu bewahren, auch wenn mir das nicht immer klappt. Ich versuche es jeden Tag, jeder Tag ist neu, und ich glaube, das hängt bei mir ganz viel zusammen mit meinem Glauben an Jesus, wodurch ich weiß, dass ich nicht alleine bin und Gott bei mir ist und mich durch alles durchbegleitet, egal wie schwierig die Situation ist. Und das habe ich auch schon oft in meinem Leben erlebt, dass wenn es mir besonders schlecht ging oder ich wieder missgebaut habe und dass Gott mir aus dieser Situation rausgeholfen hat, dass Jesus mir geholfen hat, und ich bin ihm einfach so unglaublich dankbar, und ich glaube, das hilft mir einfach auch positiv. Also ich blicke immer positiv auch dadurch in die Zukunft, und für mich ist das einfach mein Anker, mein Halt, und also Jesus ist mein Anker, mein Halt, mein Gott, mein Retter. Und ich glaube und ich weiß, dass dadurch halt meine positive Einstellung zum Leben halt kommt. Und aber natürlich gibt es auch Sachen, die mich überwältigen oder mich überfordern, und ich habe auch nicht auf alles die Antwort. Aber generell kann ich sagen, seitdem ich Jesus als meinen Retter angenommen habe, seitdem ich erkannt habe, dass Jesus Gott ist, und hat sich mein Leben um 180 Grad gewendet. So, und das ist für mich immer noch total erstaunlich, wenn ich überlege, wie ich damals war und wie ich jetzt bin. Ich bin nicht perfekt, nicht falsch verstehen, aber die Bibel sagt ja auch, dass wenn wir Jesus annehmen, dass wir dann von Neuem geboren werden, und das kann ich wirklich sagen, weil in meinem Herzen und in meinem Leben hat einfach Veränderung stattgefunden, und Gott hat ganz viel geheilt. Gott hat mir auch geholfen, dass ich auch Menschen vergeben kann, und dass ich auch anders auf die Welt gucke und auf Menschen, und und versuche auch Sachen zu hinterfragen. Also es gibt immer Gründe, wieso, weshalb jemand so ist, und einfach hinter die Fassade blicken. Aber so, ja, auf jeden Fall, mir geht es sehr, sehr, sehr gut. Dann hatte ich eine Frage, und zwar, wie filmst du deine YouTube-Videos? Was benutzt du dafür? Und kannst du bitte mehr Videos hochladen? Ich filme fast alle meine Videos ausschließlich nur noch mit meinem iPhone. Ich habe ja das iPhone 14 Pro Max. Und ich habe auch eine professionelle Kamera, mit der habe ich früher, also ich habe mir sogar 2 in meiner YouTube-Zeit gegönnt. Die erste war eine Nikon und die andere ist jetzt eine Canon, die habe ich halt immer noch. Aber generell muss ich ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit fast alles nur noch mit meinem iPhone filme, meine Vlogs. Auch dieses Video filme ich mit meinem iPhone, weil einfach die Qualität des iPhones einfach so gut ist, wie schon meine professionelle Kamera. Und bei mir ist es so, ich habe einfach festgestellt, wisst ihr, das iPhone, das kann ich schnell rauszücken, filmen. Ich hatte auch mal mir sogar eine kleine Kamera geholt, mit der ich meine Vlogs filmen wollte, aber mich nervt das einfach total. Deswegen, also ich bin komplett auf mein iPhone umgestiegen und filme alles mit meinem iPhone, weil ich es halt immer mit dabei habe, und egal ob Ton- oder Bildqualität, ich finde, das ist immer alles jetzt super. Deswegen, und ich mag es einfach leicht und bequem. Genauso ist es mit meinem Videoschneiden. Ich schneide meine Videos immer noch bis heute mit iMovie. Ich will seit Jahren mal mich im Final Cut rantrauen, aber dadurch, dass es immer so gut funktioniert und
bin ich eigentlich damit zufrieden. Aber ich denke mal, irgendwann, wenn ich mir in der nächsten Zeit oder nächsten Jahren dann vielleicht auch mal ein neues MacBook gönne, dann werde ich wahrscheinlich auch noch mal mir Final Cut mit dazu hören. Final Cut ist ein anderes noch Schneideprogramm von Apple, was ein bisschen mehr Features bietet, sage ich mal, als das normale iMovie. Aber genau, damit filme ich halt meine Sachen und schneide die. Und zu der Frage mit mehr Videos, also generell ist es halt so, ich würde gerne mehr drehen. Mein Ziel ist es halt immer noch ein Video der Woche, aber selbst das schaffe ich halt oft nicht, weil ich arbeite dann nebenbei auch noch Vollzeit. Dann habe ich auch noch meinen Haushalt natürlich, Freunde, dann lege ich ja nebenbei auch noch als DJ ab und zu auf. Und das sind natürlich alles sehr viele Sachen, die sehr viel Zeit fressen. Und oft bin ich halt abends, ich sitze halt fast den ganzen Tag auch vorm Rechner auf meiner Arbeit. Und mir fällt es dann halt schwer, abends auch nochmal vorm Rechner zu sitzen und Videos zu schneiden. Deswegen, also aktuell ist so mein Rhythmus alle 2 Wochen. Aber ich hoffe natürlich, dass ich es auch nochmal hinbekomme und jede Woche wieder ein Video rauszuhauen, weil es mir auch immer noch weiterhin Spaß macht. Klar, ich habe mal so Phasen, da habe ich dann keinen Bock oder dann ziehe ich mich wieder zurück und das killt dann hier auch immer den Algorithmus. Gerade läuft er wieder besser, deswegen motiviert mich das halt auch, Content zu produzieren. Also ich bin auf jeden Fall dran, aber ja, vergebt mir, wenn es wirklich nur 1 bis 2 Mal die Woche ist. Also alle 1 bis 2 Wochen, so meinte ich es. Aber ich versuche, mich auf eine Woche zu steigern. Gibt mir ein bisschen Zeit, aber ich brauche auch ein bisschen bei Ideen, weil klar, aktuell ich filme halt viele Vlogs, aber manchmal fehlen mir so ein bisschen die Ideen, so was filme ich danach. Und aber das könnt ihr ja gerne hier in die Kommentare reinschreiben. Was wollt ihr gerne noch auf YouTube von mir sehen? Schreibt das mal rein, da freue ich mich immer sehr drüber. Ich notiere mir das halt auch alles. Und ja, ich hoffe, damit konnte ich deine Frage beantworten. Dann eine Frage, die ich bekommen habe. Was ist mit deinem Podcast? Gibt es bald wieder eine Folge oder ist das komplett gestorben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Podcast-Geschichte spukt immer noch in meinem Kopf rum. Ich würde gerne einen Podcast machen. Ich hatte ja auch eine Zeit lang einen mit meinem Partner zusammen gemacht. Das fände ich irgendwie cool, den wieder zu beleben, aber wie ich gerade eben gesagt habe, zeitlich bin ich immer so eingespannt und ich finde es ein bisschen schwierig, dann auch noch jede Woche irgendwie einen Podcast aufzunehmen, aber generell würde ich schon gerne einen Podcast wieder machen, wo ich einfach auch einfach von meiner Woche erzähle, auch noch vielleicht, oder Themen, die mich beschäftigen, vielleicht auch sogar kontroverse Themen, etc., wo ich mich vielleicht hier jetzt gar nicht so richtig rantraue. Ich habe letztens noch mit Max drüber gesprochen, also meinem Partner, ob wir nicht vielleicht doch mal wieder eine Folge aufnehmen wollen. Ungefiltert hieß ja unser Podcast. Den gibt es auch noch auf Spotify, aber ja, also ich bin schon am Überlegen, einen Podcast nochmal zu machen und vielleicht auch mehr auch von mir noch persönlich zu erzählen, was mich beschäftigt, was mich umtreibt, auch vielleicht auch mehr über meinen Glauben noch also ich kann es mir schon vorstellen, ich bin dann aber noch nicht so, ich weiß noch nicht wann und wie, aber eventuell gibt es nochmal einen neuen Podcast oder gehen meine Podcast-Folgen irgendwann nochmal weiter. Dann mal eine Frage, was sind deine Ziele, was möchtest du noch hier auf YouTube erreichen? Liebe Grüße, ich liebe deine Videos. Oh, Dankeschön. Also generell, für mich ist YouTube auch wie so eine Art Tagebuch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe letztens noch mal drüber nachgedacht, warum mache ich überhaupt YouTube? Aber ich mache YouTube, weil für mich ist es einfach wie ein Tagebuch. Ich meine, wenn ich überlege, ich habe 2011 mit YouTube angefangen und wir haben jetzt 2024. Und also 13 Jahre mache ich jetzt schon YouTube. Und für mich ist das immer auch so eine Möglichkeit, zurückzugucken in meinem Leben. Aber generell bin ich einfach zufrieden für alle, die hier sind, die mich supporten und dass sich das Leute überhaupt anschauen. Und auch immer über die lieben Kommentare, die ich bekomme. Und deswegen, also generell so Ziele in der Hinsicht habe ich nicht. Natürlich, ja, man hofft noch mehr Menschen zu erreichen, aber was passiert, das passiert und was nicht, das nicht. Ich bin, ja, aber trotzdem, ich mache es immer noch gerne und das sind so aktuell meine Ziele. Und dann eine Frage, das wurde auch sowas in der Art mehrmals gestellt, war, wie geht es jetzt mit dir, mit deiner aktuellen Haarsituation?
Und ich finde, du siehst immer ganz toll aus mit deinen Perücken. Erstmal Dankeschön, das hört man gerne. Ja, meine aktuelle Haarsituation ist weiterhin, dass ich halt die Medikamente abgesetzt habe Anfang des Jahres und der Großteil meiner Haare ausgefallen ist. Es ist halt nicht so, dass alles ausgefallen ist. Ich habe immer noch Haare, aber ich sag mal so, es ist mehr so wie so ein Meer mit Inseln. Und ich habe auch noch Wimpern oben. Die oberen Wimpern sind teilweise noch da aber generell zum Beispiel meine Augenbrauen sind fast komplett ausgefallen und so. Aber mir geht's gut. Also ich bin wirklich sehr dankbar, dass es mir so gut geht damit. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich besser, als wo ich noch jetzt Haare hatte und Medikamente genommen habe. Und ich glaube, das ist halt auch für mich persönlich, ich bin fest davon überzeugt, dass das auch was mit meinem Glauben an Jesus zu tun hat und dass Gott mir einfach mich da auch geheilt hat, das zu akzeptieren und das anzunehmen. Das fiel mir am Anfang super, super schwer. Aber nun ist es so, ich sage nicht, dass diese Krankheit ein Teil von mir ist, denn das ist sie nicht. Und ich habe auch noch immer noch die Hoffnung, dass Gott mich vielleicht heilt, übernatürlich. Das ist halt alles möglich. Aber egal, ob das passiert oder nicht, ich versuche eine dankbare und gute Einstellung zu haben. Und wenn ich in diesem Leben halt keine Haare mehr haben werde, so wie vorher, dann habe ich sie halt im nächsten Leben bei Jesus. Und deswegen bin ich damit fein. Und ich habe einfach festgestellt, ich bin dankbar einfach für die Sachen, die so sind, dass ich gesund bin, dass ich keine körperlichen Schmerzen habe. Und obwohl ich das habe, fühle ich mich wohl. Ich weiß nicht, sowas kann sich natürlich auch immer ändern, aber aktuell geht es mir sehr gut und ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie dann jetzt wieder Medikamente zu nehmen. Außer es gäbe jetzt ein Medikament, was man einmalig einnimmt und das heilt das und dann ist halt gut. Aber ja, das weiß ich nicht, glaube ich halt noch. Weiß ich nicht, ob es das mal geben wird. Aber aktuell geht es mir sehr gut und ich komme damit sehr gut klar. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und vor allem bin ich auch dankbar, dass ich halt auch die finanziellen Möglichkeiten habe, mir Perücken zu leisten etc. Und dass es mir halt gut geht. Ja, und da hatte ich nämlich auch noch eine andere Frage zu bekommen und die war nämlich, wo kaufst du deine Perücken? Und diese Frage habe ich schon öfters bekommen, auch unter den Kommentaren und so. Also, früher habe ich meine Perücken viel bei AliExpress gekauft. Das mache ich nicht mehr, weil da ist es halt oft, wenn man da bestellt, dann muss man noch Zoll bezahlen und solche Sachen. Und oft war es dann halt auch so, dass manchmal die Haare dann nicht so waren, wie sie versprochen wurden. Und dann kann man das nicht mehr zurückschicken und all so eine Sachen. Und also ich kaufe meine Perücken aktuell nur bei Amazon. Man muss da immer so ein bisschen rumsuchen, aber gelegentlich finde ich halt coole Sachen. Ich habe euch halt mal unten auch welche nochmal markiert. Das sind so, die ich halt aktuell immer wieder nachbestelle. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin halt eine Friseurmeisterin, ne? Nein. Also ich sag mal so, ich bin nebenberuflich auch noch Friseurin gefühlt, weil natürlich, ich kaufe zwar so die Perücken, meistens in Blond, aber dann färbe ich sie halt so ein, wie ich sie halt haben möchte. Also so wie diese. Die war strohblond, ich habe den Ansatz gefärbt, ich habe die blauen Haare gefärbt, ich habe es zurechtgeschnitten. Also man muss da schon so ein bisschen Arbeit reinstecken. Also es ist nicht so kaufen und auf den Kopf setzen. Und deswegen, ja, es ist halt schwierig, welche zu finden, die halt nicht komplett fertig sind. Man muss halt immer da so ein bisschen Arbeit mitmachen. Aber oft finde ich halt bei Amazon immer gute und wenn ich dann mal eine finde, die nicht gut ist, dann schicke ich sie halt zurück. Das ist halt so der Vorteil von Amazon, ne? Dass man das halt zurückschicken kann. Man muss da halt immer so ein bisschen rumsuchen und genau, aber ich habe euch auf jeden Fall mal die aktuellen, die ich verwende, unten markiert. Aber wie schon gesagt, man muss halt da auch ein bisschen Arbeit reinstecken, ne? Also ich habe ja auch schon viele Tutorials hier auf meinem Kanal veröffentlicht, wo ich zeige, wie ich die Perücken style etc. Ich kann auch noch mal ein neues abdrehen, wie ich das halt mache. Und ja, aber man ist da schon so 1-2 Tage mit dann halt beschäftigt. Und eine Frage, die ich auch noch bekommen hatte, ist, wie viele Perücken ich habe. Und ich habe aktuell, ich habe nachgezählt, 13 Stück. Ja. Ich verkaufe auch immer wieder dann mal ab und zu Perücken, wenn ich dann irgendwann merke, okay, du hast von manchen Haarfarben jetzt dann too much oder so, dann verkaufe ich auch mal wieder welche, damit es weniger wird.
Aber aktuell habe ich so 3 Stück, irgendwie 5 bunte und also blau und grün und whatever. Und dann halt, ja, und dann halt blond und all sowas. Ne? Und genau, aber das sind die, so viele habe ich gerade und wenn, dann kauft sie euch bei Amazon. Dann habe ich noch eine Frage bekommen. Hallo du Liebe, ich schaue deine Videos total gerne. Dankeschön. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ziele für die Zukunft. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf YouTube, das hatten wir ja schon. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du privat meinst. Also meine Ziele für die Zukunft. Gott, das ist echt eine gute Frage. Ich habe da schon die ganze Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht, aber ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Also ich finde, das Leben entwickelt sich halt immer irgendwie so. Und ich finde, man sollte auch nicht zu weit rausplanen, weil wer weiß schon, was morgen halt ist. Ich lebe ja im Jetzt und Hier und deswegen denke ich immer so, ich bin einfach dankbar für das, was ich habe. Ich bin dankbar, dass ich da sind wir wieder bei der Dankbarkeit, aber das ist wirklich so. Ich bin Gott wirklich unglaublich dankbar. Das ist nicht nur so eine Floskel, sondern das ist wirklich so. Durch ihn sehe ich halt erst diese Sachen. Früher habe ich das nicht gesehen, aber jetzt sehe ich es halt, wie gesegnet ich bin. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen, ich habe einen Job, ich lebe im Frieden, ich lebe in Freiheit. Und wir wissen ja alle, was auf der Welt gerade so teilweise los ist und abgeht. Und das finde auch ich sehr bedrückend und ängstigt auch mich. Wobei ich aber jemand bin, der sich nicht versucht, irgendwie von Ängsten irgendwie so leiten zu lassen. Und ich danke einfach Gott, dass ich hier in einem Land lebe, wo ich so leben kann, wie ich mich fühle auch. Das haben ja auch viele Menschen nicht, dass ich nicht verfolgt werde, unterdrückt werde, also alle solche Sachen. Also ich finde, uns geht's halt wirklich sehr, sehr, sehr gut, auch wenn nicht hier alles super läuft. Ich meine, ich glaube, in keinem Land der Welt läuft alles super. Aber generell bin ich eigentlich sehr zufrieden und ja, und ich weiß nicht, wie sich das alles so weiter halt entwickelt. Das werden wir halt sehen. Aber ich bin positiv gestimmt auf die Zukunft. Ja, und das waren eigentlich schon alle Fragen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten hoffe ich, es geht euch allen gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, und wir sehen uns auf jeden Fall ganz schnell im nächsten Video. Es wird auf jeden Fall bald den Renovierungsvlog geben, denn die Renovierung geht auf jeden Fall weiter, ist im großen Gange, fast schon fertig bald. Und ich freue mich, euch das zeigen zu können. Und in diesem Sinne, ja, sehen wir uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann.